Wie erziehen ohne zu schimpfen. Vorhin war alles okay. Jetzt tobt dein Kind vor dem Marktregal, weil es noch Süßigkeiten haben möchte. Du bist in wenigen Sekunden auf 180 und schimpfst. Wenn du jetzt nicht sofort herkommst, gibt es gar keine Süßigkeiten mehr. Es gibt diese Version von Eltern, denen in solchen Situationen der Kragen platzt. Sicherlich nicht wenige von uns verhalten sich so. Dann gibt es aber noch die anderen Eltern, die selbst in den stressigsten Situationen die Ruhe bewahren. Was machen sie anders? Wenn uns der Kragen platzt, liegt das meistens daran, dass wir gestresst sind. Wir stehen unter Zeitdruck, haben schlecht geschlafen oder haben noch eine lange Liste an Aufgaben, die wir erledigen müssen. Das Gehirn versetzt sich sofort in Stressmodus. In diesem Zustand handeln wir ohne Sinn und Verstand, weil unser Körper auf Kampf oder Flucht vorbereitet wird. Unser Gehirn kann dann auch nicht sofort wieder in den Normalzustand zurückfinden. In der heutigen Gesellschaft neigen die meisten von uns mehr und mehr in Dauerstress zu geraten. Wenn wir Eltern im Dauerstress sind, können wir unsere Kinder nicht aus einem positiven Blickwinkel betrachten, sondern reagieren im Überreizungszustand immer häufiger aus Angst und Wut heraus, statt aus Empathie. So ist eine gesunde Erziehung und Beziehung jedoch nicht möglich. Hinzu kommt, dass wir übertriebene Erwartungen an die Kinder herantragen, die diese dann nicht erfüllen können. Die Kinder geraten dann auch in Stress, was dann eine Schleife von problematischen Verhaltensweisen fördert. Was passiert eigentlich in Situationen, wo wir schimpfen? Eine kurze Erleichterung und dann folgt Schämen. Einerseits dafür, dass wir eine schlechte Erziehungsleistung hervorgebracht haben, weil das Kind sich eben so verhält. Andererseits über unser Geschrei in dem Augenblick, womit wir uns mehr Selbstvorwürfe machen. Mit Scham lässt sich jedoch nicht produktiv arbeiten. Stattdessen mit Einsicht. Statt zu sagen, ich bin eine schlechte Mutter, sollten wir uns zugeben und sagen, ich bin doch häufiger gestresst und schreie dann mein Kind unnötig an. Wenn wir unsere Fehler bei der Kindererziehung eingestehen, können wir auch daran arbeiten. Hin und wieder wird es Fehltritte geben. Und selbst da hilft, dass wir als Elternteil uns bei unseren Kindern entschuldigen. Am Abend können wir unserem Kind oder unserem Partner beispielsweise erzählen, was an ihnen heute so besonders war. Wir können für uns reflektieren, was uns an diesem Tag gelungen ist und wo wir noch an uns arbeiten müssen. Auch wenn Schimpfen schlecht ist, heißt es nicht, dass wir Eltern auf jede Situation nur entspannt reagieren müssen. Die Reaktion richtet sich auch nach dem Fehlverhalten des Kindes und sollte entsprechend angepasst werden. Wenn das Kind etwas Gefährliches tut, was ihm selbst oder jemand anderes schaden oder verletzen kann, müssen wir eingreifen. Nicht bei jeder Kleinigkeit dürfen wir aber sofort losschimpfen. Dazu neigen wir insbesondere dann, wenn wir unter Druck und Stress sind. So schüttet das Kind zum Beispiel das Glas Wasser und schon schimpfen wir laut. Es wäre aber richtig, dem Kind zu sagen, dass es doch bitte mit dem Lappen die Pfütze abwischen soll. Wenn es nicht in der Lage ist, können wir sie mit dem Kind gemeinsam sauber machen. Um Stress zu mindern, empfiehlt es sich, gewisse Sichtweisen zu ändern. Ist es ein Muss, dass die Wohnung jeden Tag picobello sauber aussieht, wenn man Kleinkinder hat? Familien mit Kindern haben sicherlich viel zu erledigen. Da darf auch der Haushalt mal kurz kommen. Freunde, Bekannte oder auch Familie müssen dafür Verständnis entwickeln. Oder ist zum Beispiel der Klamotteneinkauf oder Ähnliches so wichtig, dass wir unseren Kindern 3 Stunden Ruhe im Kinderwagen zumuten? Wir müssen abwägen und schauen, was Priorität hat. Um in schwierigen Situationen auch ruhig und liebevoll mit den Kindern im Alltag umzugehen, müssen wir viel üben. Ja. Ja, jetzt ohne Kind weiter. Um in schwierigen Situationen auch ruhig und liebevoll mit den Kindern im Alltag umzugehen, müssen wir viel üben.
das geschieht nicht von heute auf morgen. Das wäre auch gelogen. Wir können uns jedoch mehr beobachten und einen kurzen Augenblick innehalten, bevor wir im Eifer des Gefechts unreflektiert reagieren. Wir sollten mehr Empathie empfinden und fragen, welches Bedürfnis hinter dem Verhalten steckt. Denn das Kind will uns, wenn auch etwas ungeschickt, etwas mitteilen und keineswegs ärgern. Es sind tiefergehende Bedürfnisse, die wir herausfinden müssen. Es gibt verschiedene Methoden, um eine gelassene und positive Einstellung zu trainieren. Wir können uns öfter sagen, ich bin eine gute Mutter und ich werde mich nicht stressen lassen. Wenn das Kind heult und du schreist, beruhige dich, ist das etwas anderes, als es in diesem Ton zu sagen. Beruhige dich. Du kannst deinen Partner oder je nach Alter dein Kind darum bitten, ein Signalwort zu sagen, wenn du aus dem Ruder gerätst. Das wäre ein Zeichen dafür, sich erst zu beruhigen und dann weiterzureden. Du kannst runterkühlen, indem du innerlich tief durchatmest. Wenn das nicht hilft, kannst du den Raum verlassen. Erst du musst abschalten, um angemessen auf das Kind reagieren zu können. Bewegung ist ein sehr guter Lösungsweg, die Stressreaktion im Körper wieder aufzulösen. Sei es mit einem Spaziergang in der Natur, ein Treffen mit Freunden oder mit einer Fahrradtour. Wir müssen uns die Zeit nehmen, mal kurz abzuschalten und zur Ruhe zu finden. Wenn sich die Stressoren häufen, bleibt das Gehirn nämlich im Dauerstress, sodass es uns immer weniger und schwerer gelingt, abzuschalten. Wenn alles zu viel wird, sollten wir uns nicht davor scheuen, Hilfe zu holen. Ihr könnt bei Freunden, bei Schwiegereltern oder anderen nahestehenden und vertrauten Personen fragen, ob sie denn nicht für 1-2 Stunden auf die Kinder aufpassen können. Das ist keine Schwäche, ganz im Gegenteil eine Stärke, einzuschätzen, wo es nicht weitergeht. Das Leben ist für die Kleinkinder gar nicht so einfach. Stellt euch vor, ihr könnt euch schlecht ausdrücken. Euch fehlen die Worte, um eure Gefühle zu äußern. Darüber hinaus entscheidet jemand anders meist fast alles für euch. Das fühlt sich gar nicht so toll an. Genau aus diesem Macht-Ohnmacht-Gefälle entstehen dann auch viele Konflikte. Kinder wollen und sollen auch mal mitentscheiden. Daher ist es hilfreich, dass wir 2 Entscheidungsalternativen anbieten oder unseren Kindern die Gründe dafür erklären, warum sie was tun sollen. Diese Methoden helfen natürlich nicht, wenn am Abend die Müdigkeit Oberhand gewinnt. Generell helfen Regeln sowohl unseren Kindern als auch uns Eltern. Bei Fragen, bei denen es sich um Sicherheit und Gesundheit handelt, müssen wir allein entscheiden. Denn nur wir haben ausreichend Erfahrung, um die Konsequenzen abschätzen zu können. Bei Regelbruch sollten wir im passenden Moment darüber sprechen, um beim Kind eine Änderung in seinem Verhalten herbeizuführen. Statt Du-Aussagen sollten wir Ich-Botschaften benutzen. Statt Du sollst nicht mit Fingern essen, wäre es angebrachter zu sagen, mir gefällt es nicht, wenn du mit deinen Fingern isst. Spielerische Herangehensweisen beim Zähneputzen oder Schlafengehen lassen Konflikte auch lösen, ehe sie erst ausbrechen. In meinem Video Rituale hatte ich das bereits ausführlich thematisiert. Wenn wir bestimmte Regeln und Verhaltensweisen bei unseren Kindern einüben wollen, braucht es keine langen Diskussionen. Dafür müssen wir einfach vorleben, was wir von unseren Kindern wünschen. Kurzum, mit Schimpfen erzielen wir nur kurzfristige Erfolge, indem wir Ruhe verschaffen. Wir unterstützen aber unsere Kinder nicht darin, sich zu gesunden und verantwortungsvollen Erwachsenen zu entwickeln. Ja, das fehlt uns jetzt noch. Wir unterstützen aber unsere Kinder nicht darin, sich zu gesunden und verantwortungsvollen Erwachsenen zu entwickeln. Wenn wir unseren Stresslevel senken, reflektierend handeln, klare Aussagen machen, Alternativen anbieten, spielerische Wege ausfindig machen, bedarf es meistens auch gar kein Schimpfen mehr. Genau, das war's von meinerseits. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotz der ganzen Umstände und ihr folgt mir weiterhin. Bis dann. Tschüss und Zella.